Hallo zusammen, willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki. Das heutige Video ist ein Interviewvideo und ich habe heute einen speziellen Gast, und zwar Tobi vom YouTube-Kanal Mr. Nippon. Tobi lebt in Japan und er macht viele Videos über die japanische Kultur und das Leben in Japan. Ich freue mich, dass ich heute mehr über ihn erfahren kann. Dann, los geht's! Willkommen zu meinem Kanal und ja, vielen Dank, dass du deine Zeit für das Interviewvideo genommen hast. Gerne, sehr gerne. Ich habe sehr gefreut. Ja. Ja, heute möchte ich dich ein paar Fragen stellen. Ja. Kannst du bitte dich kurz für Zuschauer vorstellen? Ja, genau. Hi, ich bin der Tobi. Ich bin 24 Jahre alt und ich lebe in Japan und mache Videos über die japanische Kultur und über das Leben in Japan und genau, mache YouTube jetzt Fulltime. Ja. Ah, gut. Also du bist YouTuber in Japan. Genau. Ja. Kannst du ein bisschen deinen Kanal noch ausführlicher vorstellen? So, was du meistens, welchen Thema du redest? Oder? Also es ist wirklich so, das Thema ist Japan und dazu kommen ganz viele verschiedene Videos. Es können Interviews sein mit Leuten, das kann aber auch ein Vlog sein, wo ich wohin reise, einen schönen Ort in Japan, sowas mache ich auch. Oder ich spreche mal gesellschaftliche Themen an. Und also es ist alles Mögliche und das verbindende Element ist wirklich Japan als Grundthema. Okay. Ja, das ist ja interessant. Dankeschön. Ja, ich schaue gerne auch deinen Kanal wirklich sehr. Und ja, ich freue mich, wenn dein Video so hochgeladen wird. Das freut mich. Das motiviert mich auch weiterzumachen. Ja, so ich bin ein großer Fan von dir. Oh, jetzt werde ich aber rot hier. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und ich möchte dich mal fragen, wie ist dein typischer Tagesablauf als YouTuber in Japan? Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Frage, weil jeder Tag ein bisschen anders ist. Aber ich versuche es schon einen wirklich geregelten Tagesablauf zu haben, dass ich halt wirklich morgens aufwache und nicht zu spät oder so, wie vielleicht andere YouTuber, ich weiß nicht genau, aber wirklich morgens aufstehe, so 7, 8 Uhr zur Zeit. Und dann kommt es halt drauf an, wenn ich schon ein Video gefilmt habe, dann setze ich mich an den Videoschnitt. Der dauert dann ja auch so 2, 3 Tage auch öfters bei längeren Videos. Oder wenn ich aber noch nicht gefilmt habe, dann schreibe ich mir oft so ein Skript, wie ich das Video vorbereite, Recherche für Videos, Vorbereitung, das nimmt auch Zeit ein. Ja. Aber die 2 Sachen sind die Hauptpunkte. Und daneben sind es dann E-Mails schreiben, manchmal mit Leuten oder mit meinen Kollegen oder mit Kooperationspartnern. Manchmal kommt nicht so oft vor gerade, aber und auch ich habe auch Online-Shop, Japan-Klamotten, da muss ich auch manchmal Mails schreiben oder was Sachen organisieren. Genau, das sind so die Hauptdinger, die ich mache. Du wohnst jetzt in Japan ungefähr ein Jahr, richtig? Bisschen mehr als ein Jahr, aber ungefähr, ja. Wie gefällt dir in Japan? Mir gefällt es wirklich gut. Also ich bin sehr happy mit meinem Leben in Japan. Und ich kann das machen, was mir Spaß macht. Ich habe coole Leute um mich herum. Und ja, ich bin happy. Ja, gut. Und was magst du an Japan am meisten? Zum Beispiel Essen oder so Orte oder Reise oder irgendwie sowas? Ich finde an Japan halt, was ich wirklich mag, ist, dass es sehr angenehm zum Leben halt ist, dass zum Beispiel, genau, dass es sehr sicher ist, dass es keine Leute gibt, die dich nerven oder so. Jetzt auch im öffentlichen Leben oder so, in der Bahn oder irgendwie so, dass es so ruhig ist, dass der Service so super ist, dass man sich immer auf Sachen verlassen kann, dass es sehr praktisch ist, dass genau, die Sachen finde ich, dieses grundlegende Leben ist sehr angenehm und
es wenige Dinge, die einen stören, sozusagen. So. Okay, ja, zum Beispiel in Deutschland dann kommt einfach so Obdachlosen oder so Schnorrer manchmal. Dann kannst du mir bitte ein bisschen Geld geben oder manchmal so mit irgendeinem Mann, der einem Alkoholgetränke auf dem Hand dabei ist und dann nervt manchmal in Deutschland. Ja. Sowas gibt es in Japan nicht vielleicht oder hattest du irgendwie so eine Erfahrung in Japan? Noch nicht wirklich, nee. Also, aber jetzt, wo du mich jetzt auch fragst, was ich an Japan auch noch richtig mag, wenn es so ein bisschen tiefer geht, dann finde ich die Mentalität allgemein sehr gut. So Werte, so Respekt, Bescheidenheit, Höflichkeit. Okay. Solche Sachen, die fest in den Leuten drin sind und so. Sowas finde ich auch. Die Mentalität finde ich schön. Ja. Gut. Ja, eigentlich mag ich auch. Also japanische Mentalität. Möchtest du auch in Zukunft in Japan bleiben oder möchtest du nach Deutschland irgendwann zurückkommen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also die nächsten Jahre will ich noch in Japan bleiben. Ob ich dann wieder zurück nach Deutschland gehe oder ob ich in Japan bleibe, das weiß ich noch nicht. Das kommt auch sehr drauf an mit Partnerin, Arbeit und so weiter. Ich glaube, das werden die Punkte sein, wie ich das entscheiden werde. Ich kann mir aber beides vorstellen. Also ich mag auch Deutschland, ich mag beides, ja. Ja, okay. Aber also du suchst jetzt nach Freundin oder Partnerin? Ja, jetzt suche ich noch nicht aktiv. Also ich habe noch ein bisschen Zeit, also deswegen. Wenn es so eine Zeit kommt. Oder wenn so eine richtige Person kommt. Ja, genau. Also, falls ihr irgendein bekanntes Model oder so seid, dann schreibt mich gerne an. Nein, Spaß. Nee, aber... Ich schreibe gerne im Kommentar. Ne? Also, also ich suche gerade nicht aktiv danach, weil ich mich mehr jetzt auf mich selber noch fokussiere. Aber wenn es passiert, dann passiert es halt oder... Ja. Genau, aber noch habe ich ein bisschen Zeit, denke ich auch, ja. Gut. Du hast auch in Japan gelebt, aber auch in Deutschland gewohnt. Und was stört an Deutschland? Also was stört dich an Deutschland und was stört dich an Japan? Ja, an Deutschland würde ich sagen, ich komme nicht immer so gut, also eigentlich auch wie ich gerade gesagt habe, dass es vielleicht allgemein mehr Dinge gibt, dass man öfter konfrontiert wird, dass andere Leute oder dass es vielleicht nicht ganz so angenehm ist, dieses normale Leben in Japan. Also dass dass Leute irgendwie laut sind in der Bahn oder irgendwie so, solche Sachen, die in Japan dann nicht so vorkommen. Aber auch was für mich persönlich ein bisschen schwierig ist, auch mal diese direkte Kommunikation in Deutschland, da liegt mir, glaube ich, Japan mehr. Ein bisschen indirekter, weil ich bin auch ziemlich sensibel und so und deswegen, das finde ich in Deutschland manchmal schwieriger, aber kommt natürlich sehr auf die Leute an. Die Leute, die ich kenne zumindest, die sind alle sehr nett und vielleicht nicht ganz so direkt, aber vielleicht habe ich ein bisschen mehr Probleme mit Leuten, die zu direkt sind, vielleicht. Okay. Das könnte sein. Was stört mich an Japan? Vielleicht ein Punkt, der mir auch gefallen ist, dass in Japan, wenn du mit Freunden was machen willst, nicht so spontan. Die sind nicht so spontan. Die müssen schon 3 Wochen vorher planen, organisieren. Das ist manchmal für mich ein bisschen schwieriger dann, weil ich bin auch manchmal spontaner oder manchmal will ich nicht so im Voraus so lange planen. Das ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger, dass es dann immer alles, diese ganze Planung und dass man nicht so spontan vielleicht was mit Leuten machen kann. Okay. Viele Japaner sagen immer, können wir irgendwo kurz so trinken gehen? Dann, ja, gerne. Und dann erstmal sagt man nicht so genau ein Datum. Ja. Und dann ein bisschen so Tatema oder keine Ahnung. Ja. Aber und dann, wenn wir wirklich gehen möchten, dann schreiben wir erstmal, wann gehen wir und so weiter. Und dann nicht heute Abend, sondern erst in ein paar Tagen oder in einer Woche und so weiter. Ne? Ja, das kann sein. Ja, das habe ich auch in Japan gemacht. Ja. So, jetzt möchte ich dich
etwas über deine Kindheit fragen. Ja. Und zwar, in welcher Sprache bist du als Kind aufgewachsen? Deutsch und Japanisch. Oh, beide Beides. Sprachen, also bilingual. Ja, genau, weil meine Mutter ist Japanerin und meine Mutter hat mit mir Japanisch gesprochen. Ah, gut. Und deswegen Japanisch auch aufgewachsen, aber sehr, sehr basic Level, würde ich sagen, als Kind. Ich habe dann auch eine Zeit lang oft nicht nur Japanisch gesprochen mit meiner Mutter, sondern ein bisschen gemixt zwischen Japanisch und Deutsch. Aber ja, deswegen war Deutsch auf jeden Fall immer viel besser. Ist es auch immer noch. Aber genau. Aber ja, mit meiner Mutter grundsätzlich Japanisch gesprochen. Ja. Ah, okay, dann ungefähr so 50, Hälfte und so. Ungefähr, ja. Ich habe jetzt mit meinem Bruder, meinem Vater, mit denen habe ich halt Deutsch gesprochen. Okay. Aber mit meine Mutter war vielleicht ein bisschen mehr zu Hause, deswegen 50-50. Ja. Okay. Ja. Ja, gut, das ist gut. Aber wenn man zum Beispiel mit Familie, nicht nur mit deiner Mutter, sondern wenn man zum Beispiel beim Essen, sitzt man so alle zusammen, alle Familie zusammen, dann welche Sprache habt ihr so immer geredet, also gesprochen? Das war auch ein Mischmasch. Okay. Vielleicht ein bisschen mehr Deutsch, weil wir dann schon, weil meine Mutter auch Deutsch konnte und mein Bruder, mein Vater und ich ja auch eher Deutsch sind. Vielleicht ein bisschen mehr Deutsch. Ich würde sagen, mehr Deutsch und ab und zu Japanisch, wenn wir zu viert waren. So. Ah, okay. Ja. Aber es ist interessant, das finde ich auch sehr interessant. Ja, das ist ja sehr interessant und ja, viele so, manche Leute, ja, also manche Japaner wohnen auch in Deutschland und genauso wie ich. Und dann mein Mann ist Deutscher und ja, wir reden immer auch Deutsch, aber wenn wir ein Kind bekommen könnten, dann müssen wir auch denken, in welcher Sprache wir so Kind reden, so ansprechen soll. Und so weiter. Wie wollt ihr das machen? Ja. Überlegt ihr. Also erstmal, ich spreche mein Kind nur auf Japanisch. Dann mein Mann nur auf Deutsch. Aber ja, ich wollte deswegen dich fragen, wenn wir also zu dritt oder zu viert oder so zusammensitzen, dann auf welche Sprache sollten wir so sprechen? Ich glaube, dann ist es einfach natürlich, wie es sich am natürlichsten anfühlt. Ja. Aber finde ich gut, dass ihr auch so bilingual euer Kind, wenn ihr ein Kind habt, also dann aufziehen wollt. Das ist super, also auch, ich bin sehr froh, ich bin sehr dankbar meiner Mutter gegenüber heute, dass sie das gemacht hat und ja. Das stimmt. Als du in Deutschland bei deiner Familie gewohnt hast, und ja, wie war dein normaler Tag oder normaler Tag in Deutschland? So typischer dein Alltag. Als ich bei meiner Familie gelebt habe, so bevor ich studiert habe. Genau, ja. Was war dann der Alltag? Da war ich noch, als ich Schüler war. Genau, ich bin zur Schule gegangen, dann danach vielleicht kleine Pause und danach hatte ich manchmal halt manchmal so ein Tischtennistraining, ich habe Tischtennis gespielt und so, aber nicht jeden Tag so, ne? Deswegen manchmal auch jetzt nicht einfach nur lernen für eine Klausur. Aber ich habe relativ viel gelernt in der Schulzeit, weil mir das wichtig war, dass ich gute Noten habe, mir persönlich. Deswegen habe ich auch immer Zeit für Lernen investiert, jeden Tag ein bisschen so. Also das Lernen halt. Aber und so eben auch Fußball spielen mit Freunden draußen. Und genau, auch viel YouTube geguckt in dem Alter. Gut. Also ich bin selber YouTube-Fan. Okay. Und war so dein Lebensstil war eher so Deutscher, also von Deutschland oder eher so ein bisschen Japanischen? Lebensstil, ja. Aber wie würdest du denn einen japanischen Lebensstil im Deutschen zum Beispiel zu Hause bei deiner Familie, meistens eher so viele japanisches Essen gegessen oder eher deutsches? Japanisches Essen oft. Okay. Meine Mutter hat japanisch oft gekocht.
Ah, gut. Ja. Und was ist dein Lieblingsessen? Japanisch? Also ich würde sagen, was ich super Erinnerung, was es auch gab, japanischer Curry. Curry Rice, Kare. Das habe ich sehr gerne gegessen. Selber gemacht oder diese, man kann so im Supermarkt kaufen, diese Instant, ein bisschen so eine Instant-Curry? Ja, genau, der Curry an sich war schon schon dieses aus dem Supermarkt halt, aber klar, die ganzen anderen Sachen, Gemüse ist natürlich selber geschnitten und so. Ja, das schmeckt gut, ne? Ja. Aber ich glaube auch, so machen die meisten Japaner Curry, ja, oder? Ja, genau, mit diesem Instant oder so eine Kare-Ru heißt das. Ja. Ja, genau, das machen wir. Ja, ich habe ja auch zu Hause immer. Ja, stimmt. Wirklich von null auf Curry machen, weiß ich nicht genau, wie man da japanischen Curry machen würde. Ja, das ist interessant. Ja, schwierig, aber man kann machen. Ja, und ja, hast du aber auch ab und zu so deutsches Essen auch gegessen? Ja, also mein Vater hat ja auch ab und zu gekocht und so. Und da gab es auch deutsche Sachen, ja, sowas wie Spätzle zum Beispiel, also Schupfnudeln und sowas. Ah, okay. Sowas in der Art. Genau, also auch deutsches Essen war da. Und dann auch oft so einfach italienisch oder sowas. Also es gibt ja in Deutschland, essen ja auch viel einfach Pasta gerne. Also Nudeln. Ja, Kebab. Gab's auch oft. Kebab habe ich in meiner Uni-Zeit viel gegessen, als ich in Berlin studiert habe. Leckeres Kebab gibt es in Berlin, ne? Ja. Davor noch nicht so viel, aber in Berlin, da war es schon Magst du Kebab? Falafel und Döner. Ah, ja. Ja, mag ich. Ich habe jetzt das erste, was ich gemacht habe, als ich hier in Besuch in Deutschland war, das erste Essen, was ich gegessen habe, war Döner. Habe ich mir gekauft. Okay. Weil ich wollte es. In Japan, die Döner, die sind ganz anders. Ja. Das kann man nicht vergleichen. Ja, und man kann ganz wenig. Ne? In Japan gibt es nicht so Kebabladen. Und wenn es gibt, dann vielleicht so echte so Türke oder Deutsche. Es gibt mittlerweile schon ziemlich viele Kebabläden tatsächlich in Tokio und so. Ja. Aber das ist halt viel kleiner, Brot ist anders, nur so Kiametze und Cocktailsoße und irgendwie Fleisch ist auch nicht so gut wie in Deutschland. Also das ist nicht so gut wie Döner in Japan. Ja, das ist immer so. Ne? Auch in Deutschland zum Beispiel gibt es Sushi. Also nicht Sushi, sondern Sushi. Und dann für Japaner schmeckt Sushi in Deutschland nicht so. Ja. Und dann, Kebab in Japan schmeckt dann nicht so gut wie in Deutschland. Wie findest du in Deutschland Sushi? Hast du schon mal gegessen? Oder? Ja, ich habe schon mal viel gegessen, aber man kann essen. Aber ich esse gerne eher so japanischen Sushi in Japan, natürlich. Ne? Ja, aber okay. Also man kann akzeptieren und man kann auch essen, aber muss man nicht. Muss man nicht. Ja, möchte ich selber machen oder so. Okay. Du bist, also deine Mutter ist Japanerin und dein Vater ist Deutscher. Genau. Okay. Und hattest du irgendwie so eine Schwierigkeiten in Deutschland als Halbjapaner? Also die Schwierigkeit hatte ich mit mir selber, glaube ich. Also dass ich lange Zeit nicht besonders sein wollte und einfach nicht einfach normal wie alle anderen sein wollte, also nicht Halbjapaner. Und das war, also das hat mich eine Zeit lang, war ich deswegen, also ich wollte lieber ganz deutsch sein, eine Zeit lang. Aber als ich dann älter wurde, habe ich das immer mehr gemocht, dass ich eben auch die japanische Kultur kenne und damit aufgewachsen bin und halb Japaner bin und so. Deswegen, also hatte ich ein bisschen. Okay. Dann so ganz Gegenteil. Hattest du oder hast du Schwierigkeiten in Japan als Halbdeutscher? Mittlerweile würde ich wieder sagen, nein. Okay. Aber die hatte ich, als ich habe auch mal ein Working Holiday gemacht nach dem Abitur in Japan, ein Jahr. Und da wollte ich der Japaner sein. Okay. Aber ich habe gemerkt, ich bin halt kein kompletter Japaner, weil
letztendlich sehe ich halt ein bisschen anders aus. Und letztendlich bin ich auch nicht in Japan aufgewachsen und kann die Sprache nicht so gut wie die Japaner. Aber ich wollte Japaner sein und da hatte ich sehr so ein bisschen Identitätskrise eine Zeit lang gehabt. Das war ein bisschen hart, aber seitdem habe ich mich versucht, anders zu identifizieren. Ich bin eben kein ganzer Japaner, sondern ich bin jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, aber auch Japan ein bisschen kennt. Und jetzt, ich gehe selber nicht, ich mache mir selber nicht so viel Druck jetzt. Und seitdem ist es angenehmer. Und für die Leute in Japan bin ich eher ein Ausländer und das finde ich auch in Ordnung, weil ich bin auch in Deutschland aufgewachsen. Das hat halt viel geprägt. Deswegen, also mittlerweile bin ich komplett happy mit allem, wie es ist. Und, gut. Ja, das klingt gut. Ja, und zum Beispiel in Japan so, hast du so einen Gaijin-Bonus? So manchmal so, wenn man so Ausländer ist oder wenn man so nicht japanisch Muttersprachler ist oder und so, dann bekommt man manchmal so einen Gaijin-Bonus, also ausländischen Bonus und so weiter. Und Japaner dann, zum Beispiel Japaner zu Japaner, und wenn man sprechen, dann, sie oder er spricht richtig gut Japanisch, dann man sagt so stärker und so weiter. So stark in der japanischen Gesellschaft. Aber irgendwie so, hattest du irgendwie so einen Bonus? Also ich denke, den Bonus habe ich dann gemerkt, als ich habe auch mal einen Part-Time-Job gemacht während meines Working Holidays in Japan. Im Restaurant auch mit Service und da konnte ich noch nicht so viel Keigo. Und wenn ich normal Japaner gewesen wäre, hätte mein Chef mich geschimpft. Aber der hat verstanden, okay, er lernt jetzt noch gerade ein bisschen Japanisch mehr und er lernt gerade Keigo, deswegen. Die haben das verstanden. Da hatte ich zum Beispiel den Bonus, ja. Okay. Okay. Genau. Dann letzte Frage an dich. Ja. Wenn du nach Japan zurückfliegst, was möchtest du zuerst essen in Japan? Was möchte ich zuerst essen? Oh ja, ich denke, ich würde mir als erstes, weil es wahrscheinlich, weil es am schnellsten geht, auch im Kombini gehen und mir ein Onigiri holen. Das ist wahrscheinlich das Erste, was ich esse, aber genau, ja. Damit ist die Frage beantwortet. Ja, gut. Ja, Kombini, aber hast du so eine Lieblingskombini? Es gibt so 7-Eleven, Family Mart, Lawson und... Es war lange Zeit 7-Eleven, wegen, ich fand die Auswahl ganz gut, aber ich glaube mittlerweile mag ich auch Family Mart. Okay, und sehr. Warum? Weil da in der Nähe, wo ich wohne, ist Family Mart. Und das ist mittlerweile ist die Musik, wenn ich reingehe von Family Mart, das Vertrauen, das Komfortzone. Das ist mein Zuhause, nicht mein Zuhause, aber in der Nähe, wo ich wohne, ist der nächste ist halt der Family Mart und dadurch ist das Verhältnis zu Family Mart besser geworden, glaube ich. Aber letztendlich sind alle Kombini super. Ja, das stimmt. Also in Deutschland gibt es kein Kombini. Also Kombini ist so ein Geschäft, ja, 24 Stunden öffnet. Aber in Deutschland gibt es gar nicht. Wahrscheinlich in Berlin Spätis oder so. Ne? Aber es gibt meistens in Deutschland sowas nicht. Also Kombini gibt es nicht. Ja, am Sonntag kann man gar nicht einkaufen gehen. Ja, genau. Genau, weil da will ich auch noch dazu sagen, genau, Kombini ist an sich sehr gut und praktisch, aber genau, ich versuche nicht mehr so oft in Kombini zu gehen tatsächlich, weil ich will lieber die Sachen aus dem Supermarkt kaufen. Okay. Günstiger und ein bisschen so gesünder. Auch gesünder, ja. Das ist das Ding. Aber wenn man für ab und zu unterwegs ist und so, super, wenn man ein Kombini hat. Ja. Und genau, wenn man auch was kopieren möchte oder so, kann man auch. Ja, oder ab und wenn man zur Toilette gehen möchte. Ja, stimmt. Ja, in Deutschland gibt es also keine Toilette. Also es gibt ja zwar, aber so wenig und man muss immer 50 Cent oder 1 Euro bezahlen. Ja. Das ist ein bisschen
Ja. nicht praktisch. Ne? Mhm. Gut. Mhm. Ja, das wäre es erstmal. Und ja, möchtest du für Zuschauer irgendwas sagen? Stay happy. Ja, und du hast auch einen YouTube-Kanal und kannst du... Ach, genau. Schaut gerne auch bei meinem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr euch für Japan interessiert. Und lasst gerne für das Video einen Daumen nach oben da. Ja, und abonnieren. Abonnieren. Auf jeden Ja, Fall. sein Kanal heißt Mr. Nippon. Ne? Ja. Ja, sehr gute Genau. Video. Also schaut gerne Dankeschön. seinen Kanal. Ich bin auch ein Fan von ihm. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Danke ja, gleichfalls. das Video ist erstmal hier bis zum Ende. Und schaut gerne ja, auch meine anderen Videos. Und ich mache auch so andere Kochvideos und auch Vlogs und so weiter. Und schreibt gerne eure Kommentare unten. Ja, dann würden wir uns sehr freuen. Auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank fürs Zusehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Save me. Now I'm ready to be falling. To be living, come and save me. Send a car.